In unserem Sportlexikon haben wir mehr als 200 Begriffe über den Fußballsport. Erklärungen, Systeme, taktische Möglichkeiten und vieles mehr. Was besonders interessiert, sind die Fußballsysteme, aber Leute, die nicht oft Fußball schauen, interessieren sich vor allem auch für die Begriffe Hochstehen und Tiefstehen. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Sportlexikon. Wir werden uns heute anschauen, was damit gemeint ist. Ich habe hier beispielhaft die klassische 4-4-2 Aufstellung einer Fußballmannschaft dargestellt mit 4 Verteidigern, die dafür sorgen, dass der Gegner auf keine blöden Ideen kommt, 4 Mittelfeldspielern, die defensiv aushelfen, wenn der Gegner angreift, oder die offensiv selbst für Angriffe sorgen, und 2 Stürmer. Jetzt kann man sagen, Moment einmal, 4-4-2 spielt man gar nicht mehr so oft. Das war die Standardaufstellung, als die Viererkette erfunden wurde. Das mag sein, aber für das Verständnis ist es nicht so schlecht. Was ist nun die typische Situation beim Tiefstehen und beim Hochstehen und was ist damit gemeint? Was wir hier sehen, ist eine klassische Raumaufteilung auf dem gesamten Spielfeld mit dem Torhüter, mit der Verteidigung, dem Mittelfeld und dem Angriff. Wenn ich jetzt tief stehe, dann hat das nichts mit der Seehöhe zu tun oder dass der Fußballplatz auf einer niedrigeren Höhe ist, sondern gemeint ist damit die Entfernung vom eigenen Tor zu den Spielern. Das heißt, die Viererkette bleibt, wie sie ist, außer man spielt ein anderes System, das ist ein eigenes Thema. Aber zum Beispiel zieht man das Mittelfeld deutlich nach hinten und die Sturmspitzen agieren etwa auf Höhe der Mittellinie. Die könnten auch, wenn es ganz extrem ist, in der eigenen Hälfte stehen. Das bedeutet, man schenkt dem Gegner praktisch die Hälfte des Platzes. Nur wenn der Gegner auch tief steht, dann wird der Schiedsrichter am Mittelkreis stehen und sich ziemlich langweilen, was allerdings auch eine interessante Variante wäre. Tatsächlich wird man dann tief stehen, wenn der Gegner vehement angreift, beziehungsweise wenn man es mit einem Favoriten zu tun hat, der einfach besser ist. Das schauen wir uns nachher dann an. Tief stehen kann man umschreiben als defensive Spielweise. Und das Ziel ist es, hinten zuzumachen. Das heißt, man kann es auch so machen, dass man die Spieler so positioniert, dass zum Beispiel 2 auf der Seite aufpassen, dass keine Flanken geschlagen werden und dass die Gegner überhaupt keinen Raum haben, um Spielkombinationen durchführen zu können. Und gleichzeitig hat man aber eine Idee. Und die Idee ist, man hat jede Menge Platz für einen Gegenangriff, also für einen Konter. Wenn zum Beispiel dieser Innenverteidiger den Ball erobern kann, durch einen Fehlpass oder weil er im 1:1 erfolgreich war, dann kann er einen weiten Ball nach vorne schlagen und der Stürmer macht sich auf die Reise. Das ist die Idee. Was wäre nun, wenn die Mannschaft sagt, Moment einmal, wir sind der Favorit? Dann haben wir vorne die 2 Stürmer und dann haben wir aber das Mittelfeld bereits auf dieser Höhe und die Verteidiger orientieren sich am Mittelkreis. So in etwa. Das kann weiter nach vorne gehen, dass man komplett in der gegnerischen Hälfte sich wiederfindet. Das kann aber auch sein, dass man ein bisschen zurückgeht oder dass die 2 sagen, wir müssen aufpassen auf die Konterangriffe. Aber man bezeichnet diese Position als Hochstehen. Das heißt, vom eigenen Torhüter weg gesehen ist die Mannschaft weit weg. Also genau das Gegenteil dessen, was das Tiefstehen ausmacht. Und daher spricht man hier auch von der offensiven Spielweise. Und diese offensive Spielweise ist dann gefragt, wenn man entweder unbedingt ein Tor schießen will und einfach alles riskiert, weil man hat nur mehr 3 Minuten Zeit, dann haben taktische Spielereien in der eigenen Defensive keinen Platz.
Oder man ist einfach ein Favorit und überzeugt davon, dass man den Gegner sowieso beherrscht. Und natürlich, wenn der Gegner den Platz hergibt und von sich aus sehr defensiv eingestellt ist, dann hat man auch mehr Spielraum und den kann man nutzen. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut mit zwei Mannschaften, dann sieht man, dass die ganze Sache schon viel enger ist. Ich habe hier ein 4-4-2, das heißt, das ist die klassische Ausrichtung, die beim Beginn eines Spieles gegeben ist. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass die blaue Mannschaft der Favorit ist. Ein klassisches Beispiel wäre in Österreich Red Bull Salzburg, die das meiste Geld haben und die teuersten Spieler und die talentiertesten Spieler. Und die gehen nicht auf den Platz und hoffen, dass sie einen Unentschieden erreichen können, sondern die wollen 3-0 gewinnen. Der Gegner ist einer, der gegen den Abstieg spielt und weiß, dass er spielerisch mit Red Bull Salzburg nie mithalten kann. In Deutschland wäre das eine Situation Bayern München gegen einen Abstiegskandidaten. Das heißt, die gelbe Mannschaft, die wird sich einmal nach hinten orientieren und wird aufpassen, dass die beiden blauen Stürmer keinen Blödsinn machen und nehmen die Stürmer fast sogar in die Zange. Die haben dann das Problem, dass sie Kontakt zu ihren Kollegen suchen müssen, die sich natürlich nach vorne orientieren, weil sie haben ja mehr Platz. Allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkt. Die eigenen Stürmer, da wird man wahrscheinlich nicht mit zwei echten Stürmern spielen. Man wird eher noch einen in die Mitte ziehen und einen Konterspieler, einen sehr schnellen Angreifer einsetzen. Und die Verteidigung rückt natürlich auch vor. Soweit hätten wir das vorher auch schon besprochen, aber die Frage ist jetzt, warum macht man es? Die gelbe Mannschaft, weil hier wird alles eng. Also wenn der Spieler den Ball hat, hat er rundum lauter Probleme, weil die Gegner lassen ihm keinen Raum. Er kann nach hinten spielen, aber so wird man kein Tor erzielen können. Er kann natürlich, wenn hier ein Loch ist, in das Loch spielen und der Stürmer kann versuchen, ein Tor zu erzielen. Allerdings, wenn dieser Spieler den Ball bekommt, dann wird gleich der nächste mithelfen und man wird zu zweit versuchen, ihn an jeder Aktion zu hindern. Warum greift der Blaue an? Der Blaue will seine Dominanz umsetzen, er ist der Favorit und er will ein Tor erzielen. Es kann natürlich genau umgekehrt sein, der Favorit führt, aber er führt nur 1-0. Es sind noch 5 Minuten zu spielen und der Außenseiter will unbedingt den Ausgleich erzielen. Das heißt, die Situation kann sehr schnell auch wechseln. Es ist auch so, dass der Gelbe das Spiel beginnt und sagt, wir wollen das 0-0 so lange wie möglich halten. Man weiß von der Psychologie her, je länger das 0-0 hält, desto überzeugter wird man, dass man vielleicht tatsächlich einen überraschenden Punktegewinn einfangen kann, der so nicht erwartbar war. Allerdings kann das auch komplett nach hinten losgehen, weil wenn nämlich der Favorit nach 3 Minuten das 1-0 schießt, dann muss die gelbe Mannschaft reagieren. Das heißt, sie kann ihre ganze defensive Taktik über den Haufen werfen, weil sie muss jetzt ein 1-1 erzielen, um überhaupt einen Punkt zu erreichen. Das heißt, Taktik ist ja ganz nett, aber die Spielsituation verändert die Taktik manchmal schon nach 3 Minuten, manchmal nach 5 Minuten, manchmal passieren einfach ganz seltsame Sachen. Es kann zum Beispiel sein, dass dieser Spieler hier den Ball bekommt, er schlägt nach vorne, der Gegner macht sich auf die Reise, der Verteidiger erwischt ihn noch, foult ihn und bekommt die rote Karte, weil er Torraub betrieben hat. Und schon hat der Favorit einen Spieler weniger und die gesamte Taktik ist über den Haufen geworfen. Einerseits vom Gelben, weil der gar nicht mehr so unterlegen ist, er hat jetzt einen Spieler mehr. Und andererseits der Favorit hat ein Problem, weil er einen zentralen Verteidiger vorgeben muss. Er kann trotzdem, das hat man oft genug erlebt, spielerisch
dominieren, aber er muss viel vorsichtiger sein. Und dann wird man eher die Verteidigung etwas weiter nach hinten nehmen, das Mittelfeld auch, und wohl versuchen, offensiv zu agieren, aber mit der angezogenen Handbremse. Das heißt, tief stehen ist immer enge Räume machen, möglichst hinten alles dicht machen. Wenn zum Beispiel auf der Seite viele Flanken kommen sollen, dann helfen die beiden zusammen, um das zu unterbinden. Weil jede Flanke natürlich eine Gefahr im Zentrum bedeutet. Das gilt auf der anderen Seite natürlich genauso. Die Frage ist auch, wenn da alles so eng ist, wie kann ich dann überhaupt ein Tor erzielen? Und da gibt es vor allem zwei grundsätzliche Regeln. Der Favorit braucht erstens Geduld und zweitens eine spielerische Qualität. Die Geduld deshalb, weil nach 10 Minuten es noch immer 0:0 steht, heißt nicht, dass man nicht doch ein Tor erzielen kann. Und das hängt mit dem zweiten Punkt zusammen. Die Mannschaft muss sehr schnell spielen. Das heißt, der Spieler hat den Ball, den hat er vom Verteidiger bekommen und spielt ihn zu Kollegen. Daraufhin müssen sich die anderen auf diesen Kollegen konzentrieren. Er spielt schnell zurück, dann hat er hier vielleicht ein Loch. Vielleicht ist er unaufmerksam, dann kann er eine Flanke setzen und dann hat er hier einen Stürmer, der ein Kopfballtor erzielen könnte, wenn dieser Spieler zu langsam schaltet. Nur so als einfaches Szenario. Es kann aber sein, dass die Gegner schnell genug da sind, aber es rückt der Verteidiger auf, der Mittelfeldspieler spielt zum Verteidiger, der schlägt die Flanke, weil er hat hier jede Menge Platz und Zeit, sich den Ball herzurichten, und wieder kann dieser Stürmer für Gefahr sorgen. Am Anfang wird die gegnerische Mannschaft, egal wie unterlegen sie ist, sehr konzentriert zu Werke gehen und es helfen alle zusammen. Aber je öfter man solche Aktionen macht, desto unkonzentrierter wird man, weil man wird auch müder. Und man denkt sich, bitte, die greifen schon wieder an, weil der Spieler kann auch zu dem Spieler gehen, der gibt den Ball zu dem und der zu dem und der zu dem und der wieder zurück. Und je schneller sie das machen, je schneller sie rotieren, desto mehr werden diese Spieler schwindlig. Und wenn sie nur einmal nicht aufpassen, ist der vorbei und schießt das Tor. Und das ist eigentlich die Taktik vom Hochstehen, nämlich, dass man darauf wartet, dass die Verteidigung einen Fehler macht. Wenn der Spieler zum Beispiel nicht aufpasst und zu seinem Kollegen spielen will und der Stürmer überzuckert das rechtzeitig, dann kann er den Ball abfangen und hat eine Bomben-Torchance. Wenn der Spieler ins Mittelfeld spielt, aber der Pass ist nicht sehr genau und der Ball gerät zu diesem Spieler, dann kann der sofort ins Loch spielen und es ist wieder eine gefährliche Situation. Umgekehrt, wenn die kombinieren und der Pass geht zu diesem Spieler, dann kann der sofort seinen Stürmer einsetzen. Das heißt, wir sehen, dass prinzipiell eine sehr klare Struktur gegeben ist. Die einen spielen defensiv, die anderen offensiv, aber es kann von einem Moment auf den anderen komplett umschlagen und die eigentlich unterlegene Mannschaft spielt einen gefährlichen Konter, der wesentlich effektiver sein kann als 10 Angriffe vom Favoriten. Umgekehrt kann der Favorit natürlich, wenn er sehr gut kombiniert, den Gegner so unter Druck setzen, dass er ihn quasi zu Fehlern zwingt. Das ist auch das, was meistens funktioniert, weil sonst würden Bayern München, Red Bull Salzburg, Manchester City und wie sie alle heißen, nicht ständig gewinnen. Und wenn man sich in den letzten Jahren die Meisterschaften anschaut, gerade die großen Ligen, es sind fast immer die gleichen Mannschaften vorne. Weil die natürlich auch die Spieler mit der meisten Erfahrung haben, die natürlich auch teuer sind, aber das Geld alleine ist jetzt nicht wesentlich, sondern die Erfahrung und das Zusammenspiel
und dadurch kann man viele Kombinationen wählen. Das heißt, defensiv heißt, ich sichere vor meinem eigenen Tor ab und wird als Tiefstehen benannt, und offensiv ist, ich stehe hoch, ich stehe weit weg vom eigenen Tor und versuche Druck auszuüben. Dann gibt es noch einen Begriff, den ich hier einbauen möchte, und zwar das Catenaccio. Das ist ein Begriff, der vor allem in Italien zur Kunst gereift wurde. Man hat oftmals, in den letzten Jahren ist das gar nicht mehr so stark, aber in den 80er Jahren etwa, gab es wahnsinnig viele 0:0 in Italien. Und das hat man mit Catenaccio umschrieben. Das ist die Idee, so wie hier die gelbe Mannschaft, sehr defensiv zu spielen und in erster Linie darauf bedacht zu sein, kein Tor zu bekommen. Allerdings ist das Ganze nicht ganz so korrekt, weil es war als Mauerfußball umschrieben, aber die Taktik ist eine andere gewesen, und zwar hat man das so angelegt, dass man die gegnerischen Mittelfeldspieler auch bedrängt. Das heißt, es steht nicht hinten die ganze Mannschaft und wartet, dass das Spiel aus ist und man kein Gegentor einkassieren musste, sondern man hat eine starke Verteidigung aufgebaut, ganz klar. Aber man hat auch den Gegner im Mittelfeld bedrängt, sodass der Spieler nicht da tralali, tralala viel Platz und Raum hat, um möglichst gefährliche Aktionen einzuleiten, sondern er hat immer den Gegenspieler am Hals, und wenn er einen Fehler macht, kann man sofort umschalten und die Stürmer sind auf der Reise. Catenaccio bedeutet daher auch zum Beispiel, dass die Stürmer nicht vorne stehen und warten, bis sie den Ball bekommen und ansonsten schauen sie zu, was die eigene Verteidigung gerade so treibt, sondern auch die Stürmer bedrängen den Verteidiger, weil dieser Verteidiger könnte einen Fehler machen und dann ist der Stürmer da und nützt das aus. Man setzt jetzt die gegnerische Verteidigung nicht so unter Druck wie beim Hochstehen, man ist aber nicht so defensiv, wie viele glauben. Natürlich, wenn die blaue Mannschaft angreift, wird sich die gelbe Mannschaft nach hinten zurückfallen lassen, ist klar. Aber sobald es im Mittelfeld ein Geplänkel gibt, wo nicht klar ist, wer das Übergewicht haben wird, hat man beim Catenaccio einfach dafür gesorgt, dass die Spielräume enger werden. Und wenn man sich heute anschaut, was der klassische Mittelstürmer so treibt, wenn der Gegner einen Eckball zugesprochen bekommen hat, dann wird man feststellen, dass dieser Mittelstürmer beim eigenen 16er steht und auf die großen Verteidiger aufpasst, weil die könnten ein Kopfballtor erzielen. Das heißt, er verteidigt mit. In den 80er Jahren hat man das erst begonnen. Einige Stürmer haben die Verteidigung nur von der Ferne gesehen, aber spätestens in den 90er Jahren war klar, wenn da eine Standardsituation ist, zieht sich die gesamte Mannschaft zurück. Und das Catenaccio war im Prinzip die Grundausrichtung. Das in Kombination mit der Viererkette, mit dem 4-4-2, hat den Fußball dann doch ziemlich verändert. Und damit haben wir einige Situationen durchgespielt, auch Überlegungen, wieso eine Mannschaft tief und wieso eine Mannschaft hoch stehen kann. Und auch, wenn wir jetzt uns die andere Ansicht anschauen, wir haben hier eine hochstehende Mannschaft. Es muss jetzt nicht so sein wie hier, dass die gesamte Hälfte des Gegners beherrscht wird. Es kann auch sein, dass man zum Beispiel auf dieser Höhe die Abwehr aufbaut und das Mittelfeld hier. Das heißt, hochstehen ist nicht ein fixes Maß, wo man seine Spieler positioniert, sondern es ist einfach eine Ausrichtung. Ich möchte möglichst aggressiv den Gegner unter Druck setzen und so schnell wie möglich einen Gegnerangriff einleiten können,
Und nichts ist gefährlicher, als wenn ich den Ball habe und ich möchte einen Spielzug aufbauen und im Zuge dieses Aufbaus bekommt der Gegner den Ball, weil der kann sofort zuschlagen. Und wenn er hoch steht, dann ist er schon in meiner Hälfte. Das heißt, meine Reaktionszeit, um diesen unerwarteten Angriff abzuwehren, ist deutlich kürzer, als wenn er erst von seinem eigenen Torhüter aus den Ball nach vorne spielen muss. Und das ist so eine der Überlegungen, warum man hoch steht. Und umgekehrt ist das Tiefstehen einfach, dass ich die Räume eng mache. Je besser die Spieler sind, je mehr sie kombinieren können, umso gefährlicher sind sie und da ist es gut, wenn ich die Räume eng mache, weil dann können sie nicht so leicht kombinieren. Und das sind die wesentlichen Überlegungen zu diesen beiden Systemen. Und damit hoffe ich, dass ich das einigermaßen gut aufklären habe können. Und vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.